Hallo, reinspaziert. Herzlich willkommen in unserer Synagoge. Und wir machen jetzt gleich einen kleinen Ausflug in das jüdische Leben. Das ist das Schma Israel, das höhere Israel, was im Gottesdienst gebetet wird. Mishalem, Zachar, Tov, Lireaf. Sie alles verstanden? Ich habe mit den Führungen angefangen, als ich gemerkt habe, wie ignorant Leute sind. Ich war Lehrerin und in der Schule habe ich dann gehört, wie Kinder sich gegenseitig beschimpften, du Jude. Und dann habe ich gefragt, wieso machst du sowas? Das ist doch kein Schimpfwort. Ach, diese blöden Juden und so weiter. Da wurden also alle Klischees aufgerollt. Und ich habe ihm gesagt, woher wisst ihr das, dass das so ist? Und dann meinten sie, ja, unsere Eltern sagen das. Und dann fragte ich also natürlich, kennt ihr Juden? Ne, um Gottes Willen, wir kennen doch keine Juden. Und dann habe ich gesagt, doch, ihr kennt mich, ich bin Jüdin. Und das hat dann also zu einer riesen Betroffenheit und Schweigeminute geführt. Und dann haben wir uns darüber unterhalten. Und dann haben diese Kinder den Wunsch geäußert, die Synagoge kennenzulernen, nachdem ich dann also auch mit ihnen gesprochen hatte. Und von da an habe ich gesagt, also da muss was geschehen. Und da habe ich mich entschlossen, auch Führung zu machen. Wissen Sie, warum man das macht? Aus Respekt vor Gott. Nun bin ich keine Theologin und ich werde also hier nicht irgendwelche theologischen Vorträge halten. Mir ist wichtig, dass die Leute sehen, wie wir leben, wie wir beten, dass wir ganz normal sind. Und ich finde, das sollte auch bekannt sein. Das auch auf Kyrillisch haben. Also es soll sich jeder bei uns im Gottesdienst wohlfühlen. Die jüdische Gemeinde bemüht sich um Öffentlichkeit, um Transparenz, von innen nach draußen und von draußen nach innen. Die jüdische Gemeinde hat heute wieder einen festen Standort in der Stadtgesellschaft. Auch dahingehend, dass wir schon auch den Eindruck haben, dass wir durch die Stadtgesellschaft und aber auch durch die Politik und den Stadtrat Unterstützung und Solidarität finden. Das sind die Gebetsriemen, die man braucht, wenn man das Morgengebet spricht. Das ist ja für den Arm, der wird 7-mal gewickelt, sehen Sie? Sowas bekommt man zu Bar Mitzwa, kostet so viel wie ein Computer und löst nicht unbedingt bei allen Jugendlichen Begeisterung aus, wenn sie sowas geschenkt kriegen. Oder so gemacht, das ist, damit es nicht zu teuer wird. Ja, aber der schaut ja auch. Das ist ein Schofar. Ja. Ich als Vorsitzender finde den interreligiösen Dialog schon richtig und wichtig. Die Voraussetzung dafür, die ich an den Dialog binde, ist das Prinzip des Respekts gegenüber anderen Religionen und anderen weltanschaulichen Ansichten. Wir haben sehr guten Kontakt zur Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Da findet ein reger Austausch statt. Wir unterstützen uns gegenseitig. Weil es wichtig ist, dass man eben in den Dialog kommt, dass man sich miteinander austauscht. Das ist ganz wichtig. Ich merke das immer, ich mache ja auch sehr viele Führungen hier in der Gemeinde und halte viele Vorträge, wie wenig Wissen eigentlich da ist über das Judentum. Am Ende des Schabbat, wenn mindestens 3 Sterne am Himmel sichtbar sind, dann verabschieden wir uns von diesem heiligen Tag mit der Zeremonie der Haftalah. Nach dem Holocaust suchte man nach einer Möglichkeit, dass so etwas nicht wieder passiert. Und das Beste ist, wenn man zusammensitzt, sich in die Augen schaut und miteinander spricht. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minei mesamim. Über die Wohlgerüche. Geben Sie es mal weiter, auch Sie sollen alle den Geruch des Schabbat mit in die Woche nehmen. Wir machen Konzerte, Lesungen, Studienreisen, alles Mögliche. Und es ist also so, dass immer ein jüdischer, ein katholischer und ein evangelischer Mensch den Vorsitzenden bildet, immer abwechselnd. Über 90% sind christlich und nur ganz wenige jüdische Menschen. Erstens, weil wir ganz wenige sind und zweitens, weil wir den christlich-jüdischen Dialog jeden Tag zwangsläufig haben. Ich engagiere mich in der Gesellschaft, auch aus biografischen Gründen. Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, in Burg Steinfurt, gehörte zuvor einem Juden, der in Theresienstadt umgekommen ist. Das habe ich dann als Kind erfahren und seitdem bewegt mich das Verhältnis zu den Judentum.
Wir merken ja tagtäglich im Fernsehen, in Nachrichten, dass irgendwo wieder ein antisemitischer Übergriff passiert ist. Und ja, ich meine, es muss noch sehr viel mehr unternommen werden. Freunde und auch Mitglieder der jüdischen Gemeinde sprechen mich immer wieder darauf an, sobald ich die Synagoge verlasse, die Kippa auch abzusetzen, die Kopfbedeckung. Das mache ich nicht, wenngleich ich auch verstehen kann, wenn andere es sehr wohl machen. 70 Jahre nach dem Holocaust kann es doch nicht sein, dass von uns als Juden wieder erwartet wird, möglichst maximal unauffällig durch Deutschlands Gassen zu schleichen. Das sehe ich nicht ein. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Es hat mit uns zu tun, aber es ist nicht unser Problem. Ich habe öfter schon Stadtrundgänge gemacht, wo ich daran erinnert habe, dass bereits im 13. Jahrhundert hier in Münster die erste Synagoge gestanden hat. Und wir gehen dann auch an den Gedenkstein, wo auf Hebräisch und Deutsch die Frage steht, sollte ich meines Bruders Hüter sein? Und wir beantworten sie in Bezug auf die Christen und die Juden hier in dieser Stadt gerne mit ja, das sollst du. Als Jude für die Christen, als Christ für die Juden. Wenn die jüdische Gemeinde attackiert wird, ist die Stadtgesellschaft sehr hellhörig und macht deutlich, dass sie solidarisch ist mit der Gemeinde und sich auch schützend vor die Gemeinde stellt. Das haben wir auch schon erlebt und das finden wir gut und das macht uns zuversichtlich.